Videos wirst du genau Bescheid wissen, wo der Freedom Trail in Boston lang geht, was seine großartigen Sehenswürdigkeiten sind, die du nicht verpassen solltest und wie viel Zeit du dafür am besten einplanst. Wir gehen los an der Tremont Street bei der Touristeninformation, quer durch den wunderschönen Park Boston Common bei bestem Wetter zum Massachusetts State House. Los geht's, der 4 Kilometer lange Boston Freedom Trail startet am Boston Common, dem ältesten öffentlichen Park der USA. Freuen wir uns auf 16 spannende Sehenswürdigkeiten in Boston. Eine rote Linie auf dem Boden zeigt den historischen Pfad der amerikanischen Unabhängigkeit, vom Stadtzentrum in Boston bis hinaus auf die andere Uferseite vom Charles River zum Bunker Hill Monument. Da der Freedom Trail nur zu Fuß so richtig genossen werden kann, sollte hierfür mindestens ein halber Tag inklusive kleinerer Pausen eingeplant werden. Hier sitzt der Gouverneur von Massachusetts und tagt das Repräsentantenhaus und der Senat von Massachusetts. Das Gebäude liegt auf dem höchsten Punkt im Stadtteil Beacon Hill und wird auch als New State House bezeichnet. Das Old State House, die Sehenswürdigkeit Nummer 9 vom Boston Freedom Trail, besuchen wir später auch noch. Auffällig ist natürlich die 1874 mit 23-karätigen Blattgold überzogene Kuppel, die ursprünglich aus Holz und dann später unter Paul Reveres Leitung mit Kupfer überzogen wurde. Zum Schutz während des Zweiten Weltkrieges wurde sie schwarz-grau überstrichen und erst 1997 erneut mit 23-karätigem Blattgold zum Preis von 300.000 US-Dollar wieder vergoldet. Vor dem Haus steht eine Statue des in Boston geborenen Präsidenten John F. Kennedy. Am Rand vom Boston Common gehen wir entlang der Park Street vom Massachusetts State House zur dritten Sehenswürdigkeit, der Park Street Church. Obwohl die 1809 erbaute Kirche von anderen höheren Gebäuden umgeben ist, fällt aus Richtung des Boston Common der elegante Glockenturm sofort auf. Durch die 66 Meter hohe Kirchturmspitze ergibt sich daher noch immer ein guter Orientierungspunkt. 1829 hielt William Lloyd Garrison hier seine erste Rede zur Abschaffung der Sklaverei. Genauso bekannt wie dieser Friedhof sind die hier beerdigten Persönlichkeiten aus Boston, wie beispielsweise Samuel L. Adams, Paul Revere, John Hancock und Benjamin Franklin. Ursprünglich hieß der Friedhof South Burying Ground und war ein Teil des Boston Common. Erst seit 1737 hat er seinen jetzigen Namen, der sich vom dortigen Kornspeicher Granary Building ableitete, an dem heute die eben gesehene Park Street Church steht. Der King's Chapel Burying Ground war 1630 erster Friedhof der Stadt und dort liegen ebenfalls historische Persönlichkeiten, unter anderem einer der Passagiere der Mayflower sowie der Gründer von Boston namens John Winthrop. (1635) wurde die erste öffentliche und noch heute existierende Schule in den USA, nämlich die Boston Latin School, gegründet. Das ursprüngliche Gebäude wurde 1749 für die Erweiterung der King's Chapel abgerissen. Die Statue von Benjamin Franklin steht jetzt an derselben Stelle, wo er einst zur Schule ging. Mittlerweile haben wir schon viel Tolles, Spannendes und Historisches von Boston gesehen, aber der jetzige Halt stimmt mich etwas traurig, denn der Old Corner Bookstore sieht nur von außen schön aus. Es ist eines der ältesten Gebäude Bostons und wurde 1718 erbaut. Drin ist mittlerweile die Neuzeit angekommen und ein Fast-Food-Restaurant einer mir nicht bekannten Kette. Es ist ein kleiner, aber zum Glück der einzige Schock auf dem Freedom Trail. Versprochen. Gehen wir also weiter. Hier wurde 1706 Benjamin Franklin getauft. Außerdem wurde in diesen Räumlichkeiten die Boston Tea Party geplant. Am 16. Dezember 1773 trafen sich Bürger aus Boston und Umgebung, um zu entscheiden, was mit den Teeschiffen geschehen sollten, die im Hafen vor Anker lagen. Als wegen der Abschaffung der Teesteuer kein Kompromiss mit dem königlichen Gouverneur abzusehen war, stürzte die als Indianer verkleidete Menge hinaus und kippten die gesamte Ladung von 45 Tonnen Tee ins Wasser. Als Hauptquartier der britischen Verwaltung stand es in seiner Geschichte oftmals im Brennpunkt von Protesten.
Das tragische Massaker vom 5. März 1770 fand direkt vor der Tür statt. Ganz wichtig, im Juli 1776 wurde die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten vom östlichen Balkon aus vor einer jubelnden Menge proklamiert. An dieser Stelle wurden 1770 5 Zivilisten bei einer Protestaktion von britischen Truppen getötet. Die Opfer sind im Massengrab auf dem Granary Burying Ground beigesetzt worden. Der Kaufmann Peter Fennell ließ 1742 für seine Stadt Boston, der er seinen Reichtum verdankte, ein Gebäude mit Marktraum im Erdgeschoss und Versammlungshalle darüber bauen. Es wurde ein wichtiges Gebäude, das durch die ersten Bürgerversammlungen die Geschichte Amerikas für immer veränderte. Wir gehen vorbei am quirligen Quincy Market, einem meiner Lieblingsplätze in Boston, auf die andere Seite vom John F. Fitzgerald Expressway. Weiter geht es zum Haus von Paul Revere, dem Sightseeing-Stopp Nummer 12 auf dem Boston Freedom Trail. Der Silberschmied verdiente sich seinen Ruf als Held Amerikas nicht nur, weil er an zahlreichen Gebäuden mitbaute, sondern auch, weil der Patriot in einem halsbrecherischen Mitternachtsritt die Städte Lexington und Concord vor dem Anrücken der britischen Truppen warnte. Seine Statue steht in einem kleinen Park mit Baumalleen, nur wenige Gehminuten gleich um die Ecke. Und wir machen uns dann auf den Weg mit dem Ziel Old North Church. Von ihrem Glockenturm wurde am 18. April 1775 Paul Revere die unmittelbar bevorstehende Ankunft der britischen Truppen signalisiert, woraufhin er den berühmten Mitternachtsritt unternahm. Nun lassen wir die Old North Church auf der rechten Seite hinter uns liegen und gehen die Straße weiter. Der Copp's Hill Burying Ground ist nach dem King's Chapel Burying Ground der zweitälteste Friedhof in Boston. Er liegt hoch über der Stadt auf einem Hügel, der den britischen Truppen als Ausgangspunkt bei der Schlacht von Bunker Hill diente. Auf der North Washington Street geht es über die Charlestown Bridge in den gleichnamigen Stadtteil zu unseren beiden letzten Stationen vom Freedom Trail. Die vorletzte Station ist das Schiff USS Constitution, eine 1797 vom Stapel gelaufene amerikanische Fregatte, das älteste noch schwimmende Kriegsschiff der Welt. Jedes Jahr anlässlich des 4. Julis umrundet sie in einer feierlichen Fahrt den Hafen von Boston. Noch ein kleiner Hinweis: montags und dienstags hat es geschlossen, das dazugehörige Museum ist aber an jedem Tag geöffnet. Eine der breitesten Schrägseilbrücken der Welt trägt den längsten Namen, die Leonard Pisachem Bunker Hill Memorial Bridge. Warum und wieso sie so heißt, das ist eine andere Geschichte. Achtet einmal genau auf die Pfeiler, die sind dem Bunker Hill Monument nachempfunden. Das ist nämlich unsere nächste Station vom Boston Freedom Trail. Ein tolles Highlight zum Abschluss. Geht unbedingt auf das Bunker Hill Monument hinauf, das an eine wichtige Schlacht zu Beginn des Unabhängigkeitskrieges erinnert. Nach 300 Stufen auf engstem Raum wird das Treppensteigen in diesem Obelisken mit einem grandiosen Ausblick belohnt. Herzlichen Dank fürs freundliche Zusehen. Ich lasse den ereignisreichen Tag jetzt in Ruhe ausklingen und freue mich auf ein Wiedersehen in meinem nächsten Video. Beste Grüße aus Boston wünscht dir Stefan.